Let's Automate, der Luxon-Podcast rund um Haus- und Gebäudeautomation. Hallo und Servus zu einer neuen Ausgabe Let's Automate, dem Luxon-Podcast rund um Haus- und Gebäudeautomation. Heute mit einer ganz spannenden Story. Und zwar Dominik Weibel ist bei mir aus der Schweiz. Du bist gerade am Luxon Campus und wir wollen uns über deine außergewöhnliche Geschichte unterhalten, wie du überhaupt Luxon-Partner wurdest. Erstmal schön, dass du da bist, Dominik. Servus. Ja, hallo Moritz. Vielen Dank, dass ich da bei dir sein kann. Auf jeden Fall, ja. Lange Anreise, 5,5 Stunden aus der Schweiz dahin. Aber das lohnt sich immer wieder für uns. Okay, sehr schön. Du bist nämlich eigentlich gerade auf Schulung da, noch mit ein paar anderen Schweizer Luxon-Partner-Kollegen. Das heißt, ihr habt heute Nacht auch den Stromausfall hier bei uns, beziehungsweise unseren geplanten Stromausfall-Test am Luxon Campus mitbekommen. Bist du wach geworden davon oder warst du schon wach? Ich war schon wach. Okay. Ich muss ja ein bisschen noch arbeiten, bevor da die Schulung beginnt über den Tag. Okay, kurze Erklärung. Wir hatten heute hier einen Stromausfall-Test am Luxon Campus. Da findet ihr das Video auch bei uns auf dem YouTube-Kanal, wie das hier am Campus so aussieht, wenn plötzlich mal gar nichts mehr geht und wie es dann auch wieder mit Luxon hochfährt. Dominik, du hast eine außergewöhnliche Geschichte eigentlich zu erzählen, wie du Luxon-Partner geworden bist. Alles fing an. Du hattest vorher gar nichts mit Luxon, Haus- und Gebäudeautomation am Hut. Du hattest einen ganz anderen Job. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Du hattest nämlich eine Blechfirma, oder? Genau, das ist die MD Blechfabrik AG aus der Schweiz. Wir haben die im 2013 gegründet, Marco Wüst und ich. Haben zu zweit da in einem Markt, der gesättigt ist, versucht, mit Blechteilen auch eine Firma aufzubauen, haben es auch geschafft, sind da jetzt unterdessen 35 Mitarbeiter, haben 2 Trumpflasermaschinen, läuft ganz gut und da gibt's keine Gebäudeautomation und keine Luxon-Integration eigentlich. Okay, da sprechen wir nämlich gleich nochmal drüber, weil auch da hast du einen ziemlich guten Job gemacht aus Marketing-Sicht oder so, wie ein Unternehmensaufbau funktionieren kann in so einem Markt, aber über Umwege bist du Luxon-Partner geworden und alles fing eigentlich an mit dem Haus deines Vaters? Korrekt. Im 2016, 2017 habe ich so von meinem Vater ein Ferienhaus bekommen, vererbt bekommen, so kann man so sagen. Ich musste gleich einen SINA-Test machen, also da heißt es, bei Handänderung muss man dann eine Elektrokontrolle machen, da hat es geheißen, muss alles erneuert werden und dann haben wir dann ein Produkt installiert, um vom einen Stockwerk auf das andere Stockwerk hoch die Beleuchtung einzuschalten. Und das ging total in die Hose. Das heißt, wenn man unten dann den Knopf gedrückt hat, ging es bis zu 3 Sekunden, bis oben das Licht anging. Und dann habe ich dem Elektriker gesagt, aber das ist nicht das Ziel in der heutigen Zeit. Okay, und dann hast du was gemacht. Dein Elektriker wird sich wahrscheinlich auch erstmal gedacht haben, okay, gut, das ist halt die Lösung, die ich dir jetzt anbieten kann. Wenn dir das nicht taugt, dann musst du irgendwie was anderes suchen und dann hast du dich auf die Suche begeben. Ja, per Internet. Ich habe einfach mal was gesucht, was ist momentan der Standard, was kann ich erwarten. Habe dann auch mehrere Produkte versucht zu installieren. Habe dann irgendwann mal mit Luxon Österreich Kontakt aufgenommen über eine Hotline, die man auf der Webseite da gefunden hat. Dann habe ich gesagt, ja, kann ich denn das integrieren? Ja. Kann ich das integrieren? Ja. Kann ich denn irgendwas nicht integrieren? Na, eigentlich geht eigentlich alles. Wenn Sie anderen zulassen, können wir es auch. Und das hat mich eigentlich begeistert und habe ich mir dann gedacht, okay, ich bestelle mir mal so einen Koffer und ich versuche das mal aus. Und habe den Koffer in das, die Schweizer kennen das, nach so in Richtung Davos, in das Tal mitgenommen. Da gibt's noch die Telefonleitung mit dem Internet etc. Habe den da ins Internet angesteckt und per WLAN, nicht per WLAN, sondern per Handy, dann in diesem Ferienhaus am Wochenende dann das Licht am Koffer eingeschaltet und der Moment war magisch. Man kann so sagen. Es ging einfach für mich gefühlt perfekt. Klick, Klick und es war einfach da das Licht. Und da habe ich verstanden, die haben das Produkt verstanden. Okay. Und dann habe ich das ganze Produkt genommen und habe begonnen mit lokalen Elektrikern das da zu installieren und komplett auszubauen. Okay, und das ist ja auch eine spannende Story. Also du warst ja zu dem Zeitpunkt schon voll berufstätig. Das war ja rein nebenbei durch dieses Haus, das du geerbt hast und da dann
privat auch selber mit einer Loxone-Installation in dem Sinne angefangen, dass du selber den Demokoffer bestellt hast, da rumgespielt hast und dann sogar mit anderen Elektrikern im Ort oder wo waren die zusammengearbeitet hast? Ja, im Großen und Ganzen das, was ich nicht durfte als Elektriker, das mussten dann die Elektriker machen, genau, korrekt. Ich habe dann das Ganze eigentlich nicht nur da gemacht, sondern ich habe es auch im Unternehmen gemacht, wo ein bisschen weiter weg ist. Aber mit dem lokalen Elektriker habe ich auch das Ganze im Unternehmen eingeführt, habe da die ganze Zutrittsberechtigung für die Mitarbeiter aufgebaut, habe die ganzen Dahleleuchten integriert ins Loxone etc. Ja, so kam das immer mehr und mehr. Wie war da so die Reaktion, ganz ehrlich und frei von der Leber weg, von den anderen Elektrikern oder von deinem lokalen Elektriker, als du ihm dann gesagt hast, hey, ich möchte gerne diese Lösung für mein Haus oder ich möchte gerne das in meinem Unternehmen einsetzen, der kannte das ja bis dahin noch nicht. Genau, das ist das Gleiche, wie ich jetzt auch darauf reagiere, vermutlich. Es gibt so viele Systeme und die Elektriker werden von den Bauherren immer wieder mit so vielen neuen Systemen konfrontiert. Das war auch da, die haben natürlich gesagt, naja, wenn du das willst, ich ziehe dir das Kabel, ich schließe dir das an, aber ich übernehme keine Garantie etc., dann musst du halt alles selber schauen. Das war so die erste Reaktion, so ganz genau. Okay, und dann aber hat sich das ja auch, glaube ich, ein bisschen geändert, wenn ich das im Vorgespräch richtig verstanden habe, weil plötzlich kam auch einer der Elektriker auf dich zu und hat gesagt, hey, ich bräuchte hier deine Hilfe bei was. Genau, also es gibt 2 Punkte. Also das eine war das Ferienhaus, das hat mir eigentlich gezeigt, dass das Ferienhaus vermieten wir auch. Und das Interessante ist, ich habe da jede Woche neue Leute im Ferienhaus gehabt und wir sprechen da um 2017, 2018, da gab es noch keine Hotelkonfiguration von Loxone etc. und so weiter und so fort. Und ich habe gemerkt, dass jede Person war individuell. Und ich habe mich so stark mit der Konfiguration auseinandergesetzt, dass ich sehr viele Anpassungen machen musste, dass es immer gepasst hat. Und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit. Und somit habe ich ein großes Know-how in der Config erhalten. Und dann war halt so, dann wieder zurück zur Firma. Der Elektriker vom Dorf hat dann irgendwann so um 19 Mal angerufen und gesagt, hey, ich habe da eine Ausschreibung bekommen. Ich muss das Loxone offerieren für was komplett von einem Bauherrn. Und hat mich dann angerufen, kannst du mir da helfen? Du kennst dich ja ein bisschen besser aus als ich. Und so bin ich eigentlich da reingerutscht und unterdessen sind wir als Integratoren eigentlich für mehrere Elektriker von der Region unterwegs. Aber immer alles nebenamtlich, neben einem Unternehmen. Genau. Das heißt, du warst plötzlich Loxone-Systemintegrator, hast das eben nebenbei mitgemacht und dann auch daraus dann noch deine eigene, eigentlich Zweitfirma gegründet, die sich ja jetzt nur um Loxone dreht, oder? Das ist korrekt. Das hat sich dann, letztes Jahr haben wir einen großen Auftrag bekommen, wo ich dann gemerkt habe, stopp, jetzt ist es zu viel. Also jetzt ist es wirklich, jetzt muss ich mich da 100%ig da reinknien. Und dann haben wir den Tobias Durisch kennengelernt, beziehungsweise da habe ich schon länger gekannt. Der wollte sich auch selbstständig machen und Marco Wüst, mein Geschäftspartner von der MD, ich und der Tobias Durisch haben jetzt zu dritt zusammen die MD Smart Fabrik gegründet, beziehungsweise jetzt gerade noch in Gründung heißt es. Und machen bereits schon seit Mai mehrere Projekte schon dieses Jahr umgesetzt und läuft also richtig gut. Das, was du erzählst, finde ich, ist auch ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man auch mit Loxone klein anfangen kann. Man muss nicht sofort als Elektriker jetzt sagen, okay, ich setze jetzt nur auf ein Pferd, ich sattel jetzt komplett um und ich mache jetzt alles nur, sondern so wie bei dir auch, man kann ja erstmal sich rantasten und auch erstmal gucken, wie funktioniert es. Bei dir hat es ja jetzt auch ein paar Jahre gedauert, bis dann trotz allem, aber noch ohne eigene Loxone-Partnerfirma sozusagen, dieser Großauftrag reinkam. Ja, das ist korrekt. Also das ist halt so, wie man sich da reinsteigert. Und wenn man Spaß hat und das Produkt gut ist und das Produkt zusammenpasst zu allem irgendwie, dann strahlt man ein positives Signal raus und man wird dann automatisch auch angesprochen drauf. Du kennst dich da ja aus und ich habe sogar andere Partner, die mich anrufen und sagen, du kennst dich doch besser aus in dem und dem Bereich, das hast du schon mal umgesetzt, obwohl du nicht Partner bist, also keine Firma hast, nix. Aber das ist schon eine Community da ist, die funktioniert.
Und auf der anderen Seite sind die Elektrofirmen, gerade kleinere Unternehmen, wie zum Beispiel 6 bis 8 oder 20 Elektriker etc., die können sich nicht leisten, junge Integratoren auszubilden, über Jahre, Monate Erfahrungen aufzubauen. Und dann geht der zum anderen Elektriker, dann sagen sie halt, okay, der ganzen Bereich Planung und Integration und die Begleitung des Kunden nach der Abnahme des Gebäudes überlassen wir einem Integrator. Dass du ein mutiger Typ bist, das kann man auch an der anderen Seite eigentlich deinem Hauptberuf feststellen mit der ersten Firma, wo es um das Thema Blech geht. Also nicht nur den Mut, hier einfach mal Luxon-Partner dann zu werden und das auszuprobieren, sondern da hast du eigentlich auch was Unmögliches geschafft, kann man ja fast sagen. Du hast vorhin schon kurz angesprochen, du bist in einen Markt gegangen, der eigentlich satt war. Warum? Gesättigt war, ja. Was war da das Problem oder was ist in diesem Blechmarkt los? Also es ist so, Blechteile produzieren heißt groß und ganzen, jeder Mensch kann ein Blechteil beziehen eigentlich, nur weiß man das nicht. Also das heißt, wir sind absolut im B2B-Markt tätig. Und der Markt ist gesättigt mit Lasermaschinen. Das heißt, mit Lasermaschinen Blech ausschneiden, dann kann man mit Biegemaschinen kann man noch abkanten etc., noch ein bisschen schweißen etc., man kann ganze Baugruppen aufbauen. Aber eigentlich ist der Markt gesättigt. Und zwar aus dem Grund, eine Lasermaschine kostet gleich mal 1 Million Anschaffungskosten. Das heißt, man kann nicht als... In der Schweiz oder überall? Ja, überall genau. sind sie, sagen wir mal so, sie sind sehr teuer. Sowohl in der Schweiz als auch weltweit. Genau, das ist so. Die sind wirklich überall teuer. Jetzt kommen natürlich auch chinesische Marktführer rein da. Aber im Großen und Ganzen war es einfach damals so, 2013, eine Lasermaschine-Investition 1 Million. Und wir hatten den Mut gehabt und haben Marco Wüstenich die Firma gegründet. Und gesagt, wir können das besser. Und haben dann eigentlich auf dem Markt zu zweit begonnen und wir konnten, wie auch das Luxon gemacht hat, weil sie neu waren, konnten wir eigentlich alles digital machen. Wir haben dann nicht den Anspruch gehabt, Digitalisierung, sondern die haben gesagt, Bildschirme müssten da aufgehängt werden, obwohl wir zu zweit sind. Wir haben uns genau auf den digitalen Prozess geeinigt. Wir waren ja nur zu zweit, wir mussten schnell Geld verdienen. Und das war so der Einstieg. Und dann im 2014 sind wir schon bereits an eine Messe gegangen und haben uns präsentiert. Wir wurden ein bisschen belächelt. Zu zweit jetzt, da beginnen auf diesem Markt geht nicht. Und wir haben aber eine Online-Plattform gehabt, als erste in der Schweiz, als erste produzierendes Unternehmen in der Schweiz, das eine Online-Kalkulation angeboten haben. Heißt, man konnte bei uns ein Teil online kalkulieren. Und jetzt wird das interessant, weil durch diese Plattform haben wir innerhalb von kürzester Zeit eine unglaubliche Menge an Adressen bekommen. Wenn ich das zurückerinnere an ehemalige Arbeitgeber, wir hatten einen Adressstamm von ein paar hundert Adressen. Und wir konnten innerhalb von einem Jahr, 2 einen Adressstamm aufbauen von 3.000, 4.000 Adressen. Und das war natürlich marketingtechnisch unglaublich cool. Mhm. Und das ging dann so weit, bis wir dann im 2017 Frühjahr kamen wir auf die NZZ Stadt, das war eine Schweizer große Zeitung, Wirtschaftszeitung, kamen wir auf die Titelseite. Dann ging es Schlag auf Schlag, wir mussten Referate halten und bis dann zur Einladung vom Bundesrat von der Schweiz zum Nachtessen. Also es war ein riesen Hype da. Ja. Und ja, aber wir mussten ein produzierendes Unternehmen aufbauen. Also das ist das Kernthema. Das andere ist so ein schöner Nebeneffekt gewesen. Ja, aber wenn ich das so jetzt so richtig verstehe, dadurch, dass ihr ja so neu angefangen habt in einem Markt, der, wie du sagst, schon voll war, wo es auch vielleicht alteingesessene Firmen gibt, die seit 20 Jahren ihre Prozesse gleich machen, seid ihr mit diesem Digitalisierungsthema Vorreiter gewesen für die, aber ihr habt ja quasi das gemacht, was in dem Moment State of the Art war. Ihr habt ja frisch angefangen und musstet da ja auch schon digital sein, wo andere Firmen sich in so einem Prozess, glaube ich, einfach deutlich schwerer tun, behäbiger sind, zu sagen, okay, wir digitalisieren jetzt, wir steigen jetzt um. Ihr habt ja von der Pike auf frisch angefangen sozusagen. Das ist viel einfacher. Das ist das Wichtigste. Ich glaube, das merkt man auch später, wenn ein Unternehmen 10 Jahre alt wird. Um etwas
zu ändern, ist ein unglaublicher Prozess, den man anstoßen muss, als was Neues aufzubauen. Etwas Neues aufzubauen ist sehr einfach. Das ist wirklich so. Also Und die Geschichte, die du erzählt hast, erinnert mich so ein bisschen, jetzt natürlich ein bisschen hergeholt, aber die Parallele, weil du sagst, ihr habt da neu angefangen in einem Markt, der eigentlich voll war. Keiner hat an euch geglaubt, ihr seid belächelt worden und plötzlich seid ihr gehypt worden und dann hat es doch funktioniert. Ist so ein bisschen auch die Loxone-Story. Thomas Moser und Martin Oeller haben ja auch damals 2009 angefangen und da hieß es, naja, sowas braucht die Welt nicht, sowas Moritz, geht nicht. Und dann saßen sie da und haben auf der ersten iPhone-App, die es jemals gab, ein Licht ein- und ausgeschaltet. Moritz, genau das war's. Ich habe dieses Wochenende, ich bin schon seit Freitag da, wir haben einen Kundenanlass noch gehabt dieses Wochenende hier, haben meine Frau das erste Mal auf den Campus genommen. Ich bin mit meiner Frau da unten durch das Museum gelaufen, oder wie ihr nennt Die es, Experience genau. Und meine Frau schaut die Geschichte an und schaut mich immer an und sagt, das ist die genau gleiche Geschichte, wie du sie erlebt hast. Genau so. Und das ist so das auch, was mich immer wieder da eine Woche nach Kollerschlag bringt, weil ich spüre schon einen Spirit, den ich genauso teile mit Loxone. Und ich fühle mich auch als Unternehmer. Für mich ist der Blechfabrik und die der Smartfabrik jetzt, das ist nicht, das eine ist weg und das andere kommt, sondern es ist, hey, wir bekommen auch Synergien dadurch. Wir können jetzt zusammen auf dem Markt antreten. Es sind Firmen, Kunden, die ich jetzt mit Blech beliefert habe, werden plötzlich zu meinen Smart Home Kunden, Gebäudeautomation. Und ich habe ein unglaubliches Wissen aufbauen können mit der Fabrikation, Industrie. Wie funktioniert denn so ein Gebäude überhaupt mit Loxone etc., was viele Partner oder Integratoren nicht live bei sich zu Hause einfach austesten können. Also den Vorteil habe ich massivst. Und das Ende ist ja jetzt nicht erreicht. Ihr startet ja sozusagen gerade erst durch mit der Firmierung als Loxone-Partner, seid aber auch schon, seitdem es euch gibt in der Schweiz, kann man ja auch sagen, als Partner ganz gut dabei. In was für Projekten, vielleicht holst du uns nochmal ab, dieser Großauftrag, den ihr da letztes Jahr bekommen habt, oder wo du gesagt hast, okay, jetzt muss ich ein bisschen mehr auf Loxone setzen, jetzt muss ich da auch ein bisschen mehr Zeit rein investieren. Was ist das für ein Projekt und wie kam es da dazu? Ja, jetzt machst du was auf. Also ein paar Minuten haben wir noch. Okay. Das kriegen wir noch leer, das Fässchen. Ja, man muss so sagen, 2020 hat meine Frau und ich entschieden, ein großes Haus zu bauen selbst. Das habe ich dann komplett mit Loxone geplant. Ich habe das auch selbst die Elektroplanung gemacht darauf. Ich habe ein bisschen einen Background von dem her, aber das war schon lange her. Und der Nachbar über 2 Häuser weiter, der hat dann mich beobachtet halt während dem ganzen Bau und hat dann schlussendlich gesagt, was du da hast, möchte ich nicht mehr haben. Ich habe schon mal ein Haus gehabt mit Smart Home drin. Das geht nicht mehr. Und dann habe ich dann gleich im 23 mit diesem Haus in der Schweiz auch den Gold Award, den ersten, bekommen von der Schweiz. Das war der erste Gold Award, den ihr verteilt habt. Den habe ich auf mein Haus bekommen. Ja. Das war der Loxone Award im Bereich Eigenheim, genau. Ja, genau, richtig. Ja. Genau. Smart Home hat er da geheißen, auch damals. Genau. Und das hat dann natürlich bei ihm ausgelöst, ja, was machst du da bei dir, so kranke Sachen? Und gleichzeitig kam dann auch die Loxone Experience, die man sich zu Hause auf dem Bildschirm machen konnte. Genau, die Experience Tour, die App. Ja. Richtig, und das heißt, bei mir läuft die Loxone Experience Tour eigentlich in meinem Haus ab. Das komplette Haus bewegt sich während dieser Tour und so habe ich ihn dann zum Nachtessen eingeladen und gesagt, schau jetzt dir mal zuerst einen Film an. Während dieser Zeit mache ich die Vorspeise bereit. Ja. Und dann hat er jetzt, er macht mehrere Immobilien, baut ist in so einem GU Firma und hat mich dann angefragt, könnten wir da, dieses Doppel-Mehrfamilienhaus, ist das realisierbar? Und da haben wir das kurz mal durchgerechnet und er hat sich dann gesagt, doch, ich glaube, das funktioniert. Wird Schön. Jetzt im Februar, März sollte das fertig und bezugsbereit sein.
Schön, das ist dann ja eben der Vorteil vom Luxon-System. Das kann vom Ferienhaus bis eben zum Doppelhaus mit, ich glaube, 14 Wohnungen, 17 Wohnungen genau. drin am Ende einfach hochskaliert werden. Genau. Also auf jeden Fall ganz, ganz spannende Story. Dominik, vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns im Podcast warst. Da nimmt vielleicht der ein oder andere, der das hört oder auch auf YouTube gerade sieht, ein bisschen Inspiration mit, ein bisschen Mut mit und passt ja auch zum Campus, der inspirieren möchte. Dankeschön, dass du da bist. Wenn man nicht weiß, wer ich bin, dann kann man mich auch noch unter andersdenken.ch noch hören. Ich habe noch ab und zu mal was zu sagen über den Äther. Das heißt, du bist ja auch quasi ein Podcast-Kollege. Nein, nicht so. Aber manchmal, wenn ich was auf dem Herzen liegt, dann kann man da noch weiterhören. Also Andersdenken.ch oder natürlich, du bist ja auch ein kommunikativer Typ, einfach auf LinkedIn mal nach dir suchen. Dominik Weibel findet man dich auch, kann man dir auch genauso schreiben und sich da auch ein bisschen Inspiration holen. Man merkt ja auch, du bist ja auch mal da für jemanden. Also hast ja auch vorhin gesagt, du hast mit deinem Elektriker mal gesprochen, hast ihm ein paar Tipps gegeben und ich glaube, so bist du da auch für einen Austausch offen. Vielen Dank, Moritz. Dankeschön. Let's Automate, der Luxon-Podcast rund um Haus- und Gebäudeautomation.